Hi Fox, ich bin's, euer Earthman. Aber ihr kennt mich ja. Früher bin ich mit Superman geflogen, habe mit Catwoman Schurken zur Strecke gebracht und mit Batman. Ach, was soll's. Das wissen wir ja. Damals war ich noch im Besitz meiner Superkräfte. Gut. Leute, das Ganze mit dem Videochannel, das fängt schon richtig gut an. Wir haben schon viele Klicks und Klacks und wie das auch alles heißt. Aber beginnen wir noch einmal ganz von vorne. Seit knapp über 100 Jahren verbrennen wir irrsinnig gerne fossile Brennstoffe. Wegen der Industrialisierung und so. Zuerst Kohle und dann vor allem Erdöl und Erdgas. Nur ist unser Planet auch ein sensibles Teil. Der hustet schon ganz ordentlich wegen dem ganzen Dreck, der bei der Verbrennung entsteht. Und warum das Ganze? Also wegen der Kohle. Also nicht wegen der Kohle, wegen der Kohle. Aber darum geht's ja auch immer. Okay, die Klimaforscher sagen jetzt also, wir sollten aufhören mit dem ganzen Erdölzeugs. Also eher bald. Aber wir sind halt einfach auch Junkies. Die großen Ölkonzerne sind jetzt nicht gerade die barmherzigen Brüder von nebenan. Die wollen so richtig Kohle machen. Und zwar mit Kohle. Aber ihr wisst schon, was ich meine. Die machen zum Teil mehr Kohle als ganze Länder. Das sind dann schon eher die harten Jungs von der Tankstelle, die runterschauen auf die Regierungen. Hey, Regierungen, was macht ihr eigentlich für uns? Und die Regierungen schauen hinauf und sagen, wir geben euch Förderungen, okay? Und die fördern fossile Energie, auch noch mit Steuergeldern. Und zwar mit 5 Billionen $, wenn man alles mit einrechnet. Ja, ich würde natürlich auch viel lieber in das Problem investieren und nicht in die Lösung. Das macht doch viel mehr Sinn, oder? Also, wie kommen wir raus aus der Nummer? Früher wäre ich wahrscheinlich ins Headquarter geflogen und hätte die Typen auseinandergenommen. Heute bin ich etwas reifer geworden und ich habe mir gedacht, ich rede einmal mit denen. Und ich muss schon sagen, die sind echt schräg drauf. Frage ich den einen Typen, was man eigentlich dagegen tun kann, dass Treibhause das Klima zerstören, sagt er, Carbon Capture and Storage. Sag ich zu ihm, checkt ihr das nicht? Euer Geschäft macht unseren Planeten kaputt. Sagt er, ja, aber wir sind best in class. Richtig, Fuchs. Es gibt nur einen Ausweg. Energie sparen und raus aus den fossilen Brennstoffen. Die beste Energie ist die wir nicht brauchen. Und die Energie, die wir brauchen, die sollte erneuerbar sein. Dann kann sie uns nicht ausgehen. Und wenn sie regional ist, dann sind wir unabhängig. Das sagt sogar der Papst. Bewegt euren Arsch. Also so ähnlich sagt er. So sagt er es nicht. Er sagt, Time for Action, Babies. Die Menschheit ist aufgerufen, sich der Notwendigkeit bewusst zu werden, durch Änderungen im Leben, in der Produktion und im Konsum, diese Erwärmung oder zumindest die menschlichen Ursachen, die sie hervorrufen und verschärfen, zu bekämpfen. Ja. Aber was höre ich? Im Radio? Eine Werbung. Ich habe immer mit Öl geheizt und ich bleibe auch dabei. Niedrigste Emissionen, nachhaltige CO2-Reduktion, kein Feinstaub, das heißt saubere Luft und aktiver Klimaschutz? 2.500 € Förderung für einen neuen Ölkessel. Die spinnen komplett. Das soll Klimaschutz sein. Ja, genau, wir müssen weiter fest mit Öl heizen, damit es weniger Umweltbelastung durch Öl gibt. Wir müssen auf die Ölproduzenten hören, damit sie uns sagen, wie wir vom Öl wegkommen.
Natürlich, ein Junkie geht ja auch zum Dealer und fragt ihn, wie er aufhören kann. Aber jetzt ist Schluss mit lustig. Zeit für eine Superheldenaktion. Wir schreiben jetzt alle dem Wirtschaftsminister, dass das so nicht mehr geht. Klimapolitik einfordern und gleichzeitig Förderungen für Erdölheizungen gutheißen, dafür kann ich ja gleich Wasser predigen und Erdöl saufen. Prost, Herr Minister. Alle Links und Infos findet ihr wie immer hier unten in der Videobeschreibung. Außerdem, erstens, E-Mail-Aktion unterschreiben. Wenn wir viele sind, kann man uns nicht mehr ignorieren. Und zweitens, weitersagen, liken und teilen. Ihr kennt das Spiel. Yes. Folks, change for the planet, care for the people. Bis bald.